good. Can't we take it that you agree that we record you? Yes, please, go ahead. Everyone is okay with being recorded? This is on? Everyone's okay? Good. Now, so thank you so much for inviting me to give this talk, and to Aya and Samita and everyone here for helping to sponsor this visit. Now, vielen Dank für die Einladung und zu Aya Wimmerer und allen, die dazu beigetragen haben, dass dieser Besuch möglich geworden ist. Yeah. Are you sure? Are you comfortable enough? You need anything else? I think it's okay. You're okay? I just don't need to be disrespectful. No. No, this is fantastic. The Buddha used to lie down during Dhamma talks too, so this is an ancient tradition. So as long as you're comfortable, yeah. If you need anything else, then please just let us know. Yeah? Das ist eine alte Tradition. Der Buddha hat sich auch während den Dhamma-Vorträgen schon mal hingelegt. Okay, so now, is everybody settled and relaxed? Yes? Sitzt ihr alle bequem und seid entspannt? Okay, so in a minute I'm just going to ask you all to get up and not be settled and relaxed anymore. Und gleich werde ich euch auffordern, dass ihr aufsteht und überhaupt nicht mehr bequem sitzt und entspannt seid. And what I'm going to do, with your consent, as long as you're okay with it, I'm going to get you to cross over the room to the other side of the room, introduce yourself to somebody who you don't know, okay? Tell them your name, and you have to tell them something heroic that you have done. Ich werde euch gleich bitten, dass ihr aufsteht, euch durch den Raum bewegt und auf jemanden zugeht, den ihr nicht kennt, und euch vorstellt mit eurem Namen und auch etwas Heldenhaftes dieser Person sagt, was ihr getan habt. Okay, so I see that some people are looking forward to this already. Manche freuen sich schon darauf. All right. So some struggle that you've overcome, or something that you've done that you think is heroic. Etwas, was ihr überwunden habt, oder etwas, was ihr gemacht habt, was irgendwie heldenhaft ist. Because the point of stories about heroes is not to admire someone from afar, but to recognize that we are all the heroes of our own story. Und worum es bei dem Heldentum geht, ist nicht, dass man jemanden von Weitem bewundert, sondern dass man einfach auch anerkennt, dass wir alle die Helden in unserer eigenen Geschichte sind. Okay? Right, let's go. Everyone up. You can stay. Sorry. Oh, well, that was fun. Did everyone manage? Did you all manage to find something heroic that you've done? Yes. Yeah. Pretty much. Yeah. Sort of. Yeah. Okay. Good. All right. So, for this evening, I'm going to talk a bit about the notion of the story of the hero as it applies to the Buddha. Heute Abend möchte ich gerne ein bisschen über diese Idee der Heldengeschichte sprechen, so wie sie auch auf den Buddha zutrifft. And I'm also going to hopefully talk about, or the aim of what I want to talk about is to talk about how do I say this? Some way of finding a new way of considering and understanding what we think a hero really is. Und ein Punkt, um den es mir dabei geht, ist, dass wir eine neue Art und Weise finden, wie wir, was wir uns unter einem Helden vorstellen. I'm sure most of you, hopefully, most of you, I hope, are aware of the sort of mythological archetype of the idea of the hero's journey. Have you heard of this before? Ich hoffe, dass ihr ein bisschen vertraut seid, oder vielleicht seid ihr ein bisschen vertraut mit dieser archetypischen
Geschichte über den Helden, so mit diesem Archetypen der Heldengeschichte. And this was talked about most famously by Joseph Campbell in his book The Hero with 1,000 Faces. Yeah. Und ganz besonders hat Joseph Campbell darüber geschrieben in seinem Buch Der Held mit den 1000 Gesichtern. Ich weiß nicht, ob es auf Deutsch übersetzt ist. Yeah. So is anyone unfamiliar with that? Ist jemand damit nicht vertraut? Somewhat unfamiliar. Okay, somewhat unfamiliar. Okay, so I just need to know how much background to fill in, so I don't ich will nur ungefähr wissen, wie viel Hintergrund too much knowledge. Yeah. Okay, so just very briefly, Joseph Campbell was a scholar in the mid 20th century, a student of a German scholar, as it happened, Heinrich Zimmer. And he was an avid reader of mythologies of all kinds, and he noticed certain patterns and similarities in the way that stories are told across different cultures. Und Joseph Campbell war ein Wissenschaftler, der in der Mitte des 20. Jahrhunderts gelebt hat und war Schüler des deutschen, I don't remember the name of that German. Heinrich Zimmer. Von Heinrich Zimmer. Und Joseph Campbell hat mythologische Literatur aller Kulturen intensiv gelesen, und er hat Ähnlichkeiten und Parallelen in den verschiedenen Geschichten gefunden, die er da gelesen hat. I just remembered Zimmer because I saw one of his books in the library here. Oh. He's one of the very greatest of the Indologists. Zimmer ist ein berühmter Indologe. Oh, I have a little creature. Saving an animal? Yes. Oh my goodness. So, Sorry, take a piece of paper. This is a heroic act. Huh? And it likes the Buddha torture. Okay, so and he noticed that there was a series of patterns in the way that the hero was depicted throughout mythology. Und Campbell stellte fest, dass es so eine ganze Reihe von Mustern gab, wie ein Held in den mythologischen Geschichten dargestellt wurde. And he discussed a series, I can't remember how many, 17 stages or something like that, in his book The Hero in 1,000 Faces. Und er hat da eine Reihe von wahrscheinlich 17 Stadien oder 17 Stufen beschrieben, die er in seinem Buch da erklärt hat. Now, Campbell's just a scholar, and this is just a book, right? So I don't want to sort of overstate its importance, but his book became the template for storytelling for a large part of the world. Er ist einfach ein Wissenschaftler, und das Ganze ist nur ein Buch. Man muss es vielleicht nicht überschätzen, aber dieses Buch wurde praktisch zur Schablone für das Geschichtenerzählen in der ganzen Welt. And most famously, it was quite consciously used by George Lucas when writing Star Wars. Und es wurde ganz absichtlich von George Lucas benutzt, als er Krieg der Sterne geschrieben hat. And since then has come to dominate storytelling in Hollywood. Und seitdem wurden die Hollywood-Geschichten nach diesem Muster gemacht. And one of the things about this kind of archetype and this kind of idea is that when something becomes so culturally pervasive and so influential, whether you like it or agree with it or not becomes kind of irrelevant. It obviously means something. Und der interessante Punkt dabei ist, wenn etwas so die Kultur durchdringt und so allgegenwärtig ist, dann spielt es keine Rolle mehr, ob man das mag oder nicht, aber da muss irgendwas dran sein. It connects in some way with people all around the world. Es stellt irgendwo eine Verbindung mit den Menschen her, überall in der Welt. And I think that it reveals something about humanity in the sense that we are able to create a story with such universal and timeless appeal. Und es zeigt auch etwas über die Menschheit, dass wir in der Lage sind, eine Geschichte zu schaffen, die so eine zeitlose und allgemeingültige, wie soll man sagen, so zeitlos und allgemeingültig ist.
At the same time, the kind of humanity that a hero's journey depicts is not necessarily the only way that one can be human. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Art, wie die Menschheit dargestellt wird in der Heldengeschichte, nicht die einzige Möglichkeit ist, wie man die Menschheit sehen kann. And in fact, I think that the hero's journey embodies a certain specific way of being human. Und diese Heldengeschichte, die verkörpert eine bestimmte Art des Menschseins. Now, one of the things which I think is remarkably overlooked within the Buddhist community is the fact that one of Joseph Campbell's primary examples of a hero myth was the life of the Buddha. Und was in der buddhistischen Gemeinschaft generell übersehen wird oder nicht so wahrgenommen wird, ist die Tatsache, dass Joseph Campbell als ein zentrales Beispiel für den Heldenmythos die Lebensgeschichte des Buddha genommen hat. I find it kind of almost astonishing that within the Buddhist community, I don't know of anyone who's actually acknowledged that there's anything significant to this. I do. Und Sorry? Diana Peterson. So? Diana Peterson. Diana Peterson? I don't know Diana Peterson. So what has she done? Or maybe you could just translate first and then Let's do your thing and I'll tell you. Tell me, yeah, go on. I've forgotten what I have to translate. I find it remarkable that there's been so little acknowledgement of the significance of this within the Buddhist community. Ja, ich finde es bemerkenswert, dass diese Tatsache so wenig bekannt ist und zur Kenntnis genommen wird in der buddhistischen Gemeinschaft. With the exception of the work of Diana Peterson. Ausnahme ist die Arbeit von Diana Peterson. Who has done what? Tell us. She's my yoga teacher and best friend, and a good friend of mine. Okay. And she has a regular get-together, monthly get-together at Grace Episcopal Church in Chattanooga, Tennessee. Okay. And it's called Joseph Campbell Mythological Round Table, and all the Buddhist and spiritual people of Chattanooga. 30 months get around, talk about it. Okay. And this has been going on for 5 years, at least, Okay. as far as I know. Okay. I don't know how long she's been doing it. Okay, thank you. Yeah. Kannst du es bitte ganz kurz auch auf Deutsch sagen? Also Ja. Diana Peterson ist meine Yoga-Lehrerin in Chattanooga, Tennessee, und die macht in Grace Episcopal Church eine monatliche offene Veranstaltung zu Joseph Campbell, A Hero's Journey, und die bespricht diese Verbindung zu verschiedenen Religionen und ganz bestimmt auch Buddhismus. Und zu Asien und einem Aufenthalt in Japan und sowas. And his stay in Japan and stuff. Okay. So, just to sum up, the outline of what the hero's journey is. Wenn ich mal die groben Linien dieser Heldengeschichte kurz zusammenfasse. And even though it's very complicated, the basic idea is pretty simple. Auch wenn das Ganze etwas kompliziert ist, ist die Grundidee sehr einfach. So the hero leaves home. Der Held verlässt sein Zuhause. They go out into the wilderness. Und geht in die Wildnis. They overcome various challenges. Und er überwindet verschiedene Herausforderungen. Win a prize. Gewinnt einen Preis. And then return home. Und dann geht er nach Hause zurück. And they enrich their home with the knowledge or with the prize that they won. Und er bereichert sein Zuhause mit dem Wissen und dem Preis, den er gewonnen hat. Now, of course, in most of the times in sort of classical hero journeys, then the prize that you win is something material. Und in den klassischen Heldengeschichten ist der Preis, den man gewinnt, meistens etwas Materielles. You might conquer a city or find a treasure. Man kann eine Stadt erobern oder einen Schatz finden. And you can read it as being a psychological metaphor. Und man kann das auch als eine psychologische Metapher betrachten. But in the Buddha's life story, of course, it's quite explicitly psychological. Aber in der Lebensgeschichte des Buddhas ist es ganz ausdrücklich psychologisch. Now, let me just give an example of what is probably the oldest of the hero stories, and that's the story of Gilgamesh. Ich möchte gerne ein Beispiel geben von der wahrscheinlich ältesten Heldengeschichte, und das ist die Geschichte von Gilgamesh.
So Gilgamesh is a hero whose story is told in various clay tablets that have been recovered throughout the regions that in those days were Assyria, Sumer and so on. Und die Geschichte von Gilgamesh wird auf verschiedenen Tontafeln wird sie berichtet und stammt aus der Gegend von Assyrien, ja, so. Sumer, Babylon, Babylon. quite widespread. So anyway, and probably dates from maybe 2,000 or 3,000 BC. Und ist wahrscheinlich aus der Zeit von 2.000 bis 3.000 vor Christus. Now Gilgamesh was the great king of the city. Und Gilgamesh war ein großer König in der Stadt. And nobody could withstand his fury. He was really out of control. Und niemand konnte seinem Zorn widerstehen, wenn er die Beherrschung verlor. So the gods made a match for him. Und a match? Match. A counterpart. Okay. Die Götter haben für ihn ein Ebenbild geschaffen. Called Enkidu. Das nannte sich Enkidu. And Enkidu came to Gilgamesh and they had a big fight. Und Enkidu kam zu Gilgamesh und es kam zu einem Kampf. Neither could defeat the other, so they decided to become best mates instead. Und niemand konnte den anderen besiegen, dann haben sie beschlossen, dass sie stattdessen beste Freunde werden. You know, like blokes do. Das ist so wie die australischen Blokes. And so from then on they were the best of buddies. Und seitdem waren sie gute Freunde. And if the story sounds a bit gay, then it absolutely is. Und die Geschichte klingt ein bisschen schwul und tatsächlich ist sie das auch. And Gilgamesh and Enkidu are absolutely gay icons. Und die beiden sind tatsächlich die schwulen Ikonen. So at one point they needed some more building materials for their city. Und dann brauchten sie irgendwann nochmal Baumaterial für die Stadt. So they decided to go on a adventure. Und sie beschlossen da zu einem Abenteuer aufzubrechen. So off they go to the cedar forests of Lebanon. Und sie gingen in den Libanon zu den Zedernwäldern. And there they encountered the spirit of the forest, a monster named Humbaba. Und dort begegnete ihnen der Geist dieses Waldes. Das war ein Monster mit dem Namen Humbaba. And their encounter with Humbaba was very kind of strange, involving dreams and all kinds of things. Und die Begegnung mit Humbaba, die war sehr seltsam und da spielten Träume eine Rolle und alle möglichen Sachen. Remembering that this whole story is reconstructed from bits and pieces of tablets and so on from all around the place. Und wir müssen immer im Kopf behalten, dass diese ganze Geschichte aus Bruchstücken von Tontafeln und so weiter rekonstruiert wurde. But at the end of the day, our heroes triumphed and killed Humbaba and made off with the cedar. Und zum guten Schluss siegten die zwei Helden und töteten Humbaba und zogen mit ihren Zedern davon. And came back to the city and built a magnificent castle or whatever they were building. Und sie kamen zu ihrer Stadt zurück und bauten einen wunderbaren Schloss oder ja, was auch immer. And after that, the goddess, I think it was Ishtar, if I remember correctly, decided that Gilgamesh was decidedly a hunk. What is a hunk? A hunk. How do you translate hunk? How would you translate that? we also don't know. Just give another. Sorry? Ein gut aussehender junger Mann, ja? A handsome guy? Yes, that's right. A sexually attractive and virile male. Okay. Adonis. Ein Adonis. Oh. We have only a Greek word. Okay. Die Göttin Ishtar hat dann beschlossen, dass sie der Meinung wäre, Gilgamesh wäre so ein Adonis. And so she came to him and said, "Be my sweet man." Und sie kam zu ihm und sagte, sei mein süßer Mann. Gilgamesh thinks about it and thinks about all the people, all the heroes and the great kings of the past who have been the consorts of the goddess. Und Gilgamesh denkt darüber nach und er erinnert sich an andere Könige aus der Vergangenheit, die
Partner von Gottheiten waren. And he gives, what's very interesting is he gives a whole series of events where somebody had been with the goddess and had then suffered a very grisly end. Und dann spricht er über eine ganze Reihe von Vorfällen, wo jemand eben mit der Göttin zusammen war und ein sehr grausames Ende hatte. And what's fascinating about this is that this is the oldest myth that we have, and it's already comparative mythology. Und das Interessante dabei ist, es ist der älteste Mythos, den wir haben, und er enthält schon vergleichende Mythologie. He's already recalling the older myths and what happened in there and learning from them and deciding to do something different. Er betrachtet schon die älteren Mythen und sieht, was da passiert ist und beschließt dann, etwas anders zu machen. And to that extent, Gilgamesh is not just a physical hero in terms of winning battles, but also an intellectual hero in the sense of learning and advancing his mind. Und in dem Sinn ist Gilgamesh nicht nur körperlich ein Held, indem er die Schlachten gewinnt, sondern auch geistig, indem er einfach was Neues lernt und versucht daraus dann eben seine Konsequenzen zu ziehen. Although perhaps not quite enough. Aber vielleicht nicht gut genug. So he turns down the goddess. Er weist die Göttin ab. She gets a bit upset by this. Und sie regt sich ein bisschen auf. She's offered her favors to a mortal man and he's deigned to refuse her. Sie bietet sich einem sterblichen Mann an und der wagt sich, das abzuweisen. So she strikes down Enkidu, kills him in revenge. Und daraufhin schlägt sie dann Enkidu nieder und tötet ihn. So Gilgamesh, of course, is distraught by this. Da ist Gilgamesh natürlich am Boden zerstört. And this knowledge of the death of those who are beloved. Und sein Wissen um den Tod dieses geliebten Menschen. He then goes out on a second, much stranger journey. Dieses Wissen führt dazu, dass er noch zu einer zweiten Reise aufbricht, die noch viel seltsamer ist als die erste. And encounters a whole range of very weird challenges and adventures. Und es begegnen ihm eine ganze Serie sehr seltsamer Abenteuer. And for example, he's challenged to be able to sit without falling asleep. Zum Beispiel muss er sitzen, ohne einzuschlafen. Or to make his way through an endless dark tunnel of night. Oder er muss durch einen endlosen dunklen Tunnel nachts hindurch. All in search of the herb of immortality. Und das Ganze auf der Suche nach dem Kraut der Unsterblichkeit. So he can revive his friend Enkidu. Damit er seinen Freund Enkidu wiederbeleben kann. Eventually, after many adventures, he succeeds in gaining the herb of immortality. Und nach vielen Abenteuern schafft er es tatsächlich, dieses Kraut der Unsterblichkeit zu finden. But on his way back, a serpent comes out of a waterhole and nicks the herb and takes it away from him. Aber auf dem Rückweg kommt eine Schlange aus einem Wasserloch hervor und sie stiehlt ihm das Kraut und nimmt es mit. Poor old Gilgamesh. Oh ja, der arme Gilgamesh. So he had to be content with just being a great and mighty king. Und er musste damit zufrieden sein, nur ein großer, mächtiger König zu sein. Now, there's many remarkable things about this story, but one thing which should be noteworthy from a Buddhist perspective, is the motif of the two separate journeys that he undertook. Es gibt einiges Bemerkenswerter an dieser Geschichte, und ein Punkt davon ist, was auch aus der buddhistischen Perspektive interessant ist, dass er zwei Reisen unternehmen muss. Because the life of the Buddha, the mythology of the Buddha says that the Buddha can take one of two courses. Denn im Mythos des Buddha heißt es, der Buddha kann einen von zwei Wegen wählen. He can either achieve success as a emperor. Er kann entweder als Herrscher Erfolg haben, or he can find the deathless, find Nibbana. Oder er kann die Unsterblichkeit. And of course these are the two quests of Gilgamesh. Und das sind letzten Endes auch die beiden Dinge, die Gilgamesh auf die Suche getrieben haben.
Unlike Gilgamesh, of course, the Buddha succeeded in his spiritual quest. Und anders als Gilgamesh war der Buddha erfolgreich mit seiner Suche. Now, on the one hand, you know, if we look at the figure of someone like Gilgamesh, then you can appreciate his heroic qualities. Und wenn man nach so einer Gestalt wie Gilgamesh, wenn man sich diese Gestalt wie Gilgamesh anschaut, dann kann man die Merkmale sehen, die einen Helden ausmachen. At the same time, though, it's not unproblematic. Und gleichzeitig ist es nicht unproblematisch. I mean, the whole point of what he wanted to do was to chop down the forests. Das Einzige, weswegen er ursprünglich losgezogen ist, war, den Wald abzuholzen. And to do that, he had to slaughter the native spirits. Um das zu tun, musste er den örtlichen Geist niedermetzeln. And whether you take that as a genuine spiritual struggle, und ob man das jetzt als tatsächliche spirituelle, wie soll man sagen, ein spirituelles Ringen bezeichnen will? or perhaps as an allegory for slaughtering the tribes of people who are living there. Oder ob man das als Allegorie betrachten will, dafür, dass die Stämme, die dort gelebt haben, abgeschlachtet wurden. The end result is the same. Das Endergebnis ist das gleiche. The hero is the one who destroys nature. Der Held ist derjenige, der die Natur zerstört. And Gilgamesh is depicted in iconography as wearing the head of a lion. Und ikonografisch wird Gilgamesh dargestellt, indem er einen Löwenkopf trägt. An iconographic detail that was later adopted by Hercules. Und dieses ikonografische Merkmal wurde später für Herkules auch übernommen. So it's kind of awesome, right, to have this kind of big, kind of hulking hero with his head, like the skull and skin of a lion on his head. Es ist schon ganz erstaunlich, dieses Bild von dem Helden, der den Schädel und die Haut des Löwen auf dem Kopf trägt. It would be pretty intimidating. Sehr einschüchternd. And, you know, in those days you think, you know, humanity is spreading through those regions and lions were a genuine threat to human habitation. Und zu der Zeit, als sich die Menschheit in dieser Gegend ausgebreitet hat, da waren Löwen tatsächliche Bedrohungen für die Menschen. So someone who kills the lion is somebody who really is a hero and saves people. Und jemand, der den Löwen töten kann, der ist wirklich ein Held und er rettet die Menschen. Of course, things are a little bit different today. Heute liegen die Dinge etwas anders. And the white guys who travel to Africa with guns to go hunting lions and shoot them and stand behind their kills, typically we don't use the word hero to describe them. Und für die weißen Menschen, die nach Afrika gehen und dort Löwen schießen, für die benutzen wir üblicherweise nicht die Bezeichnung Held. And nor do we typically use the word hero to describe people who go around systematically destroying the forest. Und wir bezeichnen auch diejenigen nicht unbedingt als Helden, die hingehen und systematisch Wald zerstören. And so there's something really quite fundamental, quite powerful in this idea. Und es gibt etwas sehr Grundlegendes und sehr Machtvolles in diesem ganzen Gedanken. For Campbell and for those who are writing about the hero's journey, an intrinsic part of the hero's journey is to leave behind the structures of society and to travel into the wilderness. Für Campbell und diejenigen, die sich mit den Heldengeschichten befassen, ist ein ganz wesentliches Merkmal, dass der Held aus der Gesellschaft weggeht, die Gesellschaft hinter sich lässt und in die Wildnis geht. And of course that's exactly what the Buddha did. Und genau das hat der Buddha getan. And he traveled to the wilderness, and in the wilderness the structures, the expectations, the conventions of society no longer apply. Und in der Wildnis treffen die Strukturen und die Erwartungen der Gesellschaft nicht mehr zu. And so all of those things you can let go of. Und man kann diese Dinge loslassen. And you learn who you really are. Und man lernt, wer man tatsächlich ist. As time goes on, though, the forests become smaller.
Und mit der Zeit werden die Wälder aber kleiner. Even if you're like a rishi or a sage or a monastic, then you might not be chopping down a lot of forest, but you're still civilizing the forest in some way. Und selbst wenn man ein Rishi ist oder ein Weiser oder ein Mönch oder so, dann wird man vielleicht nicht den Wald abholzen, aber irgendwie zivilisiert man den Wald auf seine bestimmte Art. In Thailand, if you read the sort of romantic stories of the Thai forest masters, 100 years ago or something like that, then they would go off into the jungle and they would set up a simple hut or something like that in the middle of the forest to meditate. Und wenn man in Thailand diese romantischen Geschichten von den Waldmönchen liest, die so vor 100 Jahren gelebt haben, dann ziehen sie in den Urwald rein und bauen sich da eine einfache Hütte, in der sie meditieren. Over time, the forest around them was gradually chopped down. Und mit der Zeit wird der Wald um sie herum allmählich abgeholzt. And they would put a fence around the monastery. Und es gibt einen Zaun um das Kloster herum. And eventually now, if you look around Thailand, if you look on Google Maps or something, you can see it's basically just cleared land and little patches of forest. Und heute ist Thailand, wenn man zum Beispiel auf Google Maps nachschaut, ist völlig entwaldetes Land mit ein paar Waldinseln dazwischen. And those little patches of forest are the forest monasteries. Und diese kleinen Inseln, das sind die Waldklöster. Yeah. That's all there is. Und das ist alles, was übrig ist. Yeah. So what does it mean for us today to go into the wilderness? Was heißt es für uns heute, in die Wildnis zu gehen? Can we go to any part of the planet where there aren't microplastics? Gibt es irgendeinen Ort auf dem Planeten, wo wir hingehen können, wo kein Mikroplastik ist? Can we go to any part of the land that isn't mapped? Gibt es irgendwo ein Stück Land, das nicht auf der Karte verzeichnet ist? Can we go to any part of the planet and discover something really new? Gibt es irgendeinen Ort auf dem Planeten, wo wir etwas Neues entdecken können? Arguably, there isn't any wilderness anymore. Tatsächlich gibt es keine Wildnis mehr. So what does it mean to have a hero's journey if there's no such thing as wilderness? Was bedeutet dann eine Heldengeschichte, wenn es keine Wildnis gibt? I mean, we still go to forest monasteries, and forest monasteries are great. Wir gehen noch zu Waldklöstern und Waldklöster sind großartig. And we enjoy the tap water in the forest monasteries. Und wir haben Leitungswasser in den Waldklöstern. And the electricity. Und auch Strom. And the Wi-Fi. Und Internet, also WLAN. And that's how it is. Und so ist es. Yeah. And so we go into the forest and we escape from civilization, but somehow we have a way of taking civilization with us. Und auf eine Art gehen wir in den Wald, um der Zivilisation zu entkommen, aber auf der anderen Seite nehmen wir die Zivilisation auch mit. I remember many years ago I heard a story of one forest monastery in Thailand, which should probably remain nameless, but where the teacher took the monks into the forest for a retreat. Und ich erinnere mich an eine Geschichte aus Thailand von einem Waldkloster, das jetzt ohne Namen bleiben soll, aber der Abt nahm die Mönche mit in den Wald zu einem Retreat. And they took with them a portable TV. Und sie nahmen ein tragbares Fernsehgerät mit. But look, only for essential purposes. Aber nur für wichtige Zwecke. Yeah, there was a grand final between Man U and Liverpool, and there was no way that the monks could miss that. Und es gab ein großes Endspiel zwischen Manchester United und Liverpool, und das konnte man nicht verpassen. So I'm not criticizing or saying there's anything wrong with this. I'm just saying this is just to acknowledge this is the reality of the world that we're in. Ich sage nicht, das wäre irgendwie falsch, aber das ist das ist der Zustand der Welt. So ist es. Now, one of the things that struck me when I was doing this research and looking at mythology and the hero myth is that you realize the hero myth is this whole very blokey thing. Und etwas, was mir aufgefallen ist, als ich so über diese Heldengeschichten recherchiert habe, das ist, dass die Heldengeschichten eine sehr männliche Sache sind. And so the hero's journey is
typically some bloke who leaves the home and doesn't really worry too much about what actually happens in the home while he's away. Und der Held ist üblicherweise ein Kerl, der einfach weggeht und es kümmert ihn nicht, was während seiner Abwesenheit zu Hause passiert. And, you know, the heroes, much like backpacking teenagers of today, are quite comfortable with the idea that they can go wandering around and having their adventures, never doubting that they can come home to mum and that there'll be a hot meal on the table when they get there. Und der Held war nicht unbedingt so wie Rucksacktouristen und Teenager, die heute mit dem Rucksack losziehen und wissen aber ganz genau, sie können jederzeit zurück zu Mama und da wird es ein warmes Essen auf dem Tisch geben. And the stories think that the adventures that the men have when they're wandering around the place are very interesting and exciting. Und die Geschichte ist so, dass man denkt, die Abenteuer, die Männer haben, während sie von zu Hause wegziehen, die sind sehr interessant und sehr aufregend. But things like, I don't know, cooking or having a home or raising a family, these aren't considered to be things that are particularly important or worth telling stories about. Und Dinge wie zu Hause, das Essen kochen und auf die Kinder aufpassen, das sind Sachen, von denen man anscheinend denkt, die wären nicht so wichtig und man müsste darüber keine Geschichten erzählen. Of course, that's not always the case. Aber das ist nicht immer so. And the classical example of that in Greek mythology is the story of Ulysses. Und die klassische Geschichte, das klassische Beispiel dafür in der griechischen Mythologie ist die Geschichte von Odysseus. And in the Odyssey, which is the second of the great myths of ancient Greece, is the story of Ulysses as he makes his way home or Odysseus as he makes his way home after the Trojan War. Und die Odyssee, das ist die zweite dieser großen griechischen Heldensagen, die beschreibt den Heimweg des Odysseus nach dem Trojanischen Krieg. And it takes him 10 years. Und er braucht dafür 10 Jahre. Like it's just in the Mediterranean, right? I mean, it's just a few weeks sailing. It's not like it's that far. Es ist einfach nur um das Mittelmeer herum. Das ist ein paar Wochen zum Segeln. Das ist nicht so schrecklich weit. But all kinds of diversions seem to happen. Aber es passieren alle möglichen Ablenkungen und Unterbrechungen. Now, one of the unique features of that story is that it also tells the story of his wife. Und das Einzigartige an dieser Geschichte ist, dass darin auch die Geschichte seiner Frau erzählt wird. And Penelope stayed at home. Penelope blieb zu Hause. And when people realized that Odysseus was away for quite some time, they decided, oh, well, this is nice, nice estate, all these nice lands and things like that with a widow on it. Why don't I come and see if I can take over and be the lord of the manor, the lord of the estate? Und als es dann so aussah, dass Odysseus eine Weile weg war, dann haben Leute gedacht, oh, das ist ein schönes Stück Land und eine Witwe, die hier zurückgeblieben ist, und warum übernehme ich das Ganze nicht und werde hier der Herr über dieses Land. And so there was this bunch of men known as the suitors who would come and were asking for Penelope's hand. Und es gab eine ganze Reihe von Männern, die, ich glaube, als die Freier bezeichnet wurden, und die kamen und haben um Penelopes Hand angehalten. But she never believed that her husband was lost. Aber sie glaubte nicht daran, dass ihr Mann tot war. And so she kept on putting them off. Und sie schickte sie immer wieder fort. And she told them that she was weaving a cloth. Und sie sagte ihnen, dass sie ein Stück Stoff webt. Of course, her name, Penelope, means the weaver. Und ihr Name, Penelope, heißt die Weberin. And she was weaving the cloth, and she told them that when she was finished weaving, that she would choose one of them as her husband. Und sie webte diesen Stoff und sagte, wenn sie mit Weben fertig wäre, dann würde sie einen von diesen Freier als ihren Mann erwählen. But little did they know that whatever she wove during the day, that she would unweave at night. Aber die Freier wussten nicht, dass sie das, was sie am Tag webte, nachts wieder auftrennte. And so this went on for years without the cloth ever being completed. Und das ging über Jahre, ohne dass der Stoff jemals fertig wurde. And somehow none of the men noticed. Und irgendwie hat es keiner der Männer bemerkt.
which strikes me as being probably the most realistic detail in the whole story. Und das erscheint mir das realistischste Detail der ganzen Geschichte. So, she kept the suitors at bay, kept the household going, and waited for her husband to return. Sie hielt die Freier auf Abstand, sie führte den Haushalt weiter und wartete auf ihren Mann, bis er zurückkam. But it strikes me that perhaps there's a little bit more to the story than that seems on the surface. Aber vielleicht ist an dieser Geschichte noch etwas mehr dran, als es auf den ersten Blick scheint. And Penelope, as the weaver of the web in mythology, is often regarded as the one who weaves the fates of human beings. Und Penelope als die Weberin des Netzes, die wird in der Mythologie auch als diejenige betrachtet, die das Schicksal der Menschen webt. Perhaps it's not that her husband just can't find his way home. Vielleicht ist es so, dass der Mann nicht einfach nur den Heimweg nicht findet. Perhaps just as she's putting off the suitors, she's also putting off her husband. Vielleicht hat sie genauso wie sie die Freier zurückgehalten hat, auch ihren Mann zurückgehalten. Perhaps she's not just weaving a cloth, perhaps she's weaving a story. Vielleicht webt sie nicht nur ein Stück Stoff, vielleicht webt sie ja eine Geschichte. Perhaps her husband isn't good enough for her. Vielleicht ist ihr Mann nicht gut genug für sie. Perhaps he's got a bit of growing up to do. Vielleicht muss er noch ein bisschen erwachsen werden. I mean, Odysseus was a clever guy, no doubt about that. Es ist keine Frage, dass Odysseus ein schlauer Kerl war. He was the one who came up with the whole Trojan horse idea. Er war derjenige, der auf diese Idee mit dem trojanischen Pferd kam. But at the same time, he wasn't particularly, I guess, honorable or trustworthy. Aber zugleich war er nicht sonderlich ehrenwert oder vertrauenswürdig. So the hero's journey is a journey, essentially, the way it's depicted is essentially it's a journey for the man to find his way to adulthood. Die Heldengeschichte, so wie sie dargestellt wird, ist im Wesentlichen die Geschichte eines Mannes, der zum Erwachsenwerden findet. And so perhaps she is the one who sent him on the journey in the first place. Und vielleicht war sie es, die ihn überhaupt erst auf den Weg geschickt hat. This is not really relevant, but I first talked about this particular interpretation and thought of this interpretation and talked about it when I was in New York a few weeks ago. Das ist vielleicht nicht besonders wichtig, aber diese Art der Interpretation kam mir zum ersten Mal in den Sinn vor ein paar Wochen, als ich in New York war. And one of the students came up after me afterwards and said, you know, what you said about Odysseus and so on, that was my thesis. Und ein Student kam dann anschließend und sagte, was du da über Odysseus gesagt hast, das war das Thema meiner Doktorarbeit. And she said that like literally every point that I'd made in that was what she'd written about in her thesis. Und alles, was ich dazu gesagt hatte, hatte sie in dieser Arbeit geschrieben. So I don't know if it was my idea or whether there was some weird mind-melding thing going on or whatever, but there you go. Ich weiß nicht, ob das ob ich selber die Idee hatte, ob da irgendeine geistige Übertragung stattgefunden hat, was auch immer. So war's. But in any case, she got an A for a thesis, but her supervisor said it was too feminist. So sie hat that's a bad. Good one. A. She got A. A is a good one. Gute Note. Okay. A is good. Yeah. Sie bekam also das A, das heißt die beste Note, aber der Supervisor dachte, sie wäre zu feministisch. So anyway, where were we? Yes, that's right. So one of the nice things and quite a revolutionary thing about that story of Odysseus is that it shows the woman's journey and the man's journey as both being things that are worthy of attention. Und das, was so besonders ist an der Geschichte von Odysseus, ist, dass es die Geschichte der Frau und die Geschichte des Mannes darstellt, dass sie beide es wert sind, dass man sich damit befasst. Now,
come back to the life of the Buddha, then in the earliest versions of the life of the Buddha, then this is not really the case. Und wenn wir jetzt zum Leben des Buddha zurückkommen, dann ist das in den frühesten Versionen dieser Geschichte nicht der Fall. We hear a lot about the Buddha and his adventures in the wilderness. Wir hören eine ganze Menge über den Buddha und seine Abenteuer in der Wildnis. And all of the struggles that he had to overcome. Und all diese Kämpfe, die er bestehen musste. And his victories and his life after that. Und wir wissen über seinen Sieg und auch über sein Leben danach. But we don't hear much about the Buddha's wife. Aber wir hören wenig über seine Frau. I mean, he walked out on his wife and kid. Er hat seine Frau und sein Kind zurückgelassen. It's kind of problematic, isn't it? Und das ist problematisch, oder nicht? So, what's going on there? Was ist da los? Well, one of the characteristics of story is that storytelling and narrative isn't logical. Ein Merkmal bei Geschichten und Erzählungen ist, dass sie nicht logisch sind. And with mythological storytelling, there's always a moment, like a crux in the storytelling, that presents an irreducible paradox. Und in den mythologischen Geschichten ist es immer so, dass es einen Punkt gibt, der ein Paradox beschreibt, das nicht, also wo die beiden Seiten nicht zu vereinbaren sind. Something that can't be resolved within the normal framework of values and logic. Etwas, was im normalen Wertesystem und logischen System nicht aufgelöst werden kann. And to return to Star Wars. Und wir kommen nochmal zum Krieg der Sterne. That moment happens when Luke is attacking the Death Star and he is told by the Force Ghost of Obi-Wan Kenobi to trust the Force. Und der Moment passiert... It's going to be really hard for poor Savamita to translate. She's not a science fiction geek. Das ist für mich ein bisschen schwierig. Ich habe nie einen Film davon gesehen. Aber ich weiß schon ein paar Dinge, die ich gelernt habe von bestimmten Vorträgen, die ich zu übersetzen hatte. Der Moment kommt, als Luke von dem Gott der Kraft oder so irgendwas... Yeah, that's right. Ja, als er da erfährt, er will den Todesstern angreifen und es heißt, er muss der Kraft trauen. Right. So. And he has this viewfinder. It's like a sighting thing for finding the target. Und er hat so ein Sichtgerät, um das Ziel zu finden. So he takes that off. Und er tut das Sichtgerät weg. Yeah. And he trusts his own intuition. Und er traut seiner Intuition. Yeah. And so actually in the story as a whole, it's only a very small moment. In der gesamten Geschichte ist es nur ein kurzer Moment. Yeah? But that's the crux of the whole thing. Aber das ist der Knackpunkt der ganzen Geschichte. That's the moment where he's moving towards that spiritual trust of his own intuition and his own connection with things rather than relying on machinery. Es ist der Moment, wo er seiner persönlichen Intuition vertraut, anstatt auf die Maschine sich zu verlassen. When we say spiritual, he then proceeded to blow up the Death Star, killing millions of people on board, but apart from that... wenn wir jetzt das Wort spirituell benutzen, dann hat er tatsächlich den Todesstern zerstört und Millionen Menschen dabei getötet, aber mal davon abgesehen... So in Buddhism you had that moment of the chief crux of the narrative is that moment of leaving home. Und beim Buddha ist der entscheidende Moment der Moment, in dem er sein Heim verlässt. And that moment of leaving home tears your heart in two. Und dieser Moment, der zerreißt einem das Herz. That's the point. Und darum geht es. Yeah? It's not meant to be easy to resolve. Es ist nicht so gedacht, dass es einfach aufzulösen wäre. It's not meant to have a sort of pat or normal solution. Und es ist nicht so gedacht, dass es eine einfache und einfache Lösung haben soll. It's meant to be something that is
you can't find a way around it. Es ist so gedacht, dass es etwas ist, um das man einfach keinen Umweg machen kann. It's an impossible choice. Es ist eine unmögliche Entscheidung, die man treffen muss. But you make it anyway. Aber man muss sie trotzdem treffen. And the Buddhist tradition kept on coming back to that choice, to that moment. Und die buddhistische Tradition kommt immer wieder auf diesen Moment der Entscheidung zurück. Every time the Buddha's life story is told, that moment is negotiated slightly differently. Immer wenn die Geschichte erzählt wird, dann wird dieser Moment ein kleines bisschen anders nochmal dargestellt. Sometimes the Bodhisattva will, see his wife and son before he leaves. Manchmal sieht der Bodhisattva noch seine Frau und sein Kind, bevor er weggeht. In the Mulasarvastivada Vinaya version of that, the Buddha's wife, Yashodhara, undergoes the same practices while living in the home that he does while in the forest. Und in der Version die im Mulasarvastivada Vinaya steht, da unternimmt seine Frau dieselben Übungen zu Hause, die er in der Wildnis macht. And in the Jataka stories, that moment is told countless times. Und in den Jataka-Geschichten wird dieser Moment unzählige Male erzählt. Sometimes the wife goes off together with the husband, and they both go off into the forest together. Manchmal geht die Frau zusammen mit ihrem Mann in den Wald. Sometimes they take the kids. Manchmal who takes the kids? The mum and dad, when they go off to become manchmal nehmen sie auch die ascetics. Kinder mit. Sometimes they go with the whole city. Manchmal nehmen sie die ganze Stadt mit. In one memorable case, the entire country renounces and goes off into the mountains to meditate. In einem Fall geht das ganze Land mit, gibt praktisch das weltliche Leben auf und geht mit in den Wald zu meditieren. In one of the Jataka stories, because of course in the Jataka stories it's the Bodhisattva, it's our Buddha to be, and who's always married to Yashodhara, who's his wife in this life. Und in den Jataka-Stories ist es der Bodhisattva, also der zukünftige Buddha, und er ist jedes Mal auch mit Yashodhara verheiratet, mit dieser Frau jetzt in seinem letzten Leben. And in one of the Jataka stories, the Bodhisattva and his wife are sitting at the dinner table. Und in einer der Jataka-Geschichten, da sitzen die beiden am Abendbrottisch. And the husband says, "Darling, I've got something I need to say to you." Und der Mann sagt, Liebling, ich muss dir etwas sagen. She says, "What is it, my dear?" Und sie sagt, ja, mein Lieber, was ist es denn? He says, "I love you very much, but I feel this calling, this spiritual calling, and I feel I must renounce and become a monk." Ich liebe dich sehr, aber ich fühle diese Berufung, diese spirituelle Berufung, und ich denke, ich muss weggehen und ein Mönch werden. And she says, "Well, my dear, I'm afraid I feel the same spiritual calling, and I feel I must become a nun." Und sie sagt, ja, mein Lieber, ich empfinde eigentlich das Gleiche, und ich fühle es so, dass ich eine Nonne werden muss. And they said, "Well, we still have our children who are still very young and can't look after themselves." Und sie sagen, wir haben aber noch die Kinder, und sie sind noch jung und können sich nicht selbst versorgen. So we'll have to wait until they're old enough to take care of themselves, and then we can renounce. Wir müssen dann warten, bis sie alt genug sind, um sich selbst zu versorgen, und dann können wir gehen. So that's what they agreed. Und das verabreden sie dann. Later in the night, the wife says to the husband, "Excuse me, dear, we've run out of water. I have to pop out to the well to get some more water." Und später am Abend sagt die Frau, ach Liebling, unser Wasser ist ausgegangen, ich muss mal zum Brunnen gehen und nochmal Wasser holen. Yeah, she didn't come back. Sie kommt nicht zurück. So the husband brought up the kids by himself. So hat der Mann die Kinder großgezogen. Much later, when the kids had grown up, he renounced. Und später, als die Kinder groß wurden, hat er dann auch das Hausleben aufgegeben. And then he happened to meet his former wife. Und er hat zufällig seine frühere Frau getroffen. That was an awkward conversation. Das war eine interessante Unterhaltung. So, what you can see with all of these different stories and retellings is that within the Buddhist community, right, on the Buddhist community, on the one hand, in principle, as Buddhists, we recognize that Nibbana is the highest value. Und an der Art, wie diese Geschichte erzählt wird, können wir so viel sehen. Auf der einen Seite sehen wir, Nibbana ist der allerhöchste Wert. And rationally, we can say to ourselves, well, look,
when leaving home and renouncing, yes, it creates suffering, but by ending suffering, the amount of suffering that you create is relatively small compared to the amount of suffering that we're going to end. Und so rein rational kann man sagen, wir finden den Weg, das Leiden zu beenden, und der kleine Betrag an Leiden, den wir jetzt noch schaffen, der ist im Vergleich dazu nicht sehr viel. And in terms of a rational, ethical or spiritual doctrine, then that makes sense. Und das ist eine rationale, ethische, spirituelle, als Zungenbrecher. Als rationale, ethische und spirituelle Lehre, da hat das auch seinen Sinn. But our emotions are not rational. Aber unsere Emotionen sind nicht so rational. I don't know if you've noticed. Ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist. And so we still feel it. Wir fühlen das noch. And so the Buddhist community has to keep on telling itself this story again and again and again. Und die buddhistische Gemeinschaft muss sich diese Geschichte immer und immer wieder erzählen. And you can never really be satisfied with it. Und ist nie so richtig zufrieden damit. And so you can't ever actually heal the hurt of that. Und der Schmerz, der davon kommt, den kann man nie wirklich heilen. But by telling a story about it, you can share the experience. Aber indem man eine Geschichte erzählt darüber, kann man die Erfahrung teilen. You can create a community. Man kann eine Gemeinschaft bilden. And you make it a little bit more bearable. Und man macht es erträglicher. Yeah? So when I was doing this research and I noticed that the hero myth was telling the whole kind of blokey story, then I wondered, what is the woman's story? What is the feminine version of that? Und als ich diese Recherchen gemacht habe und festgestellt habe, dass der Heldenmythos so eine männliche Geschichte ist, dann habe ich mich gefragt, was ist denn die weibliche Seite davon? And the answer that I found to that was mostly from a wonderful book by Marina Warner. Und die Antwort, die ich gefunden habe, die kam großenteils aus einem wunderbaren Buch von Marina Warner. Called From the Beast to the Blonde. Vom Biest zur Blonden. Yeah, it's published in the 90s, and it's a study of mostly fairy stories in European literature. Und das Buch erzählt überwiegend Märchen aus der europäischen Literatur. And Marina Warner showed that the stories that we know today as fairy stories were very often, they began life as stories told among women. Und die Geschichten, die wir heute als Märchen kennen, die haben ihre Anfänge als Geschichten, die tatsächlich so unter Frauen erzählt wurden. Passed down among sewing circles. Zum Beispiel in Nähkreisen. Again, like Penelope, who is weaving the web. So wie Penelope, die ihr Netz gewoben hat. This is where this metaphor comes from, because it was the women would get together, and sewing is a very repetitive, slow activity, and they would be weaving and sewing and telling each other stories. Und das ist da wo dieser Begriff auch herkommt. Man kommt in einem Kreis zusammen, und das Nähen und Weben ist eine sehr langsame Tätigkeit, die sich immer nochmal wiederholt, und dabei erzählt man sich Geschichten. And of course then typically the blokes came around and collected all the stories. Und dann kamen die Männer und haben die ganzen Geschichten gesammelt. And then became famous by telling them. Und sie wurden berühmt, indem sie sie erzählt haben. So you have the stories of Hans Christian Andersen or the Brothers Grimm and so on. So die Hans Christian Andersens Märchen oder die Brüder Grimm. And often these stories tell of women's experiences. Und die Geschichten, die sprechen oft von den Erfahrungen der Frauen. And just as the hero's adventure we find today in like superhero movies and things like that. Und so wie die Helden, wie wir heute die Helden in den Superheldengeschichten finden. You find the women's stories told in, for example, in Disney. Und so finden wir die Frauengeschichten zum Beispiel bei Disney. Yeah. And things like The Beauty and the Beast. Wie die Schöne und das Biest. And so the story of The Beauty and the Beast is not the story of somebody who leaves their home to encounter the monster in the wilderness.
Und diese Geschichte geht nicht um jemanden, der das Zuhause verlässt, um das Monster in der Wildnis zu treffen. It's of somebody who stays home and realizes that the monster is there all along. Die Person bleibt zu Hause und stellt fest, dass das Monster schon da ist. And it's the story of how women are supposed to deal with the big, hairy, irrational, violent brutes that they find themselves living with. Und es ist die Geschichte davon, wie Frauen damit umgehen, dass sie mit diesen großen, haarigen, gewalttätigen Biestern zusammenleben müssen. And as with the hero's story, these stories are told in countless versions. Und genau wie die Heldengeschichten, so wird auch diese Geschichte in zahllosen Varianten beschrieben. Because there is no one solution to these things. Es gibt keine einfache Lösung dafür. So Sleeping Beauty and Rapunzel and Little Red Riding Hood, these all tell the story in a slightly different way. Dornröschen und Rapunzel und all diese Geschichten, Rotkäppchen, die erzählen die Geschichte immer nochmal auf eine andere Art. And some of the stories are very dark. Und manche sind ziemlich düster. I mean, they often got cleaned up in the published versions. In den öffentlichen Versionen werden sie ein bisschen geputzt. But the original versions told by the women were often pretty grisly. Aber die ursprünglichen Versionen, die Frauen sich erzählt haben, die waren manchmal ziemlich gruselig. Such as the story of Bluebeard, for example. Zum Beispiel die Geschichte vom Blaubart. You know Bluebeard? Story of Bluebeard? Kennt ihr die Geschichte? Yeah. So all of these stories have that common idea that the monster that's faced is in the home, and that this is a way of encoding things like domestic violence, rape, death in childbirth, and all of these kinds of things. Und die Geschichte erzählt eben, er spricht von dem Monster, das zu Hause lebt, und was darin verkörpert wird, das sind Geschichten wie häusliche Gewalt und Vergewaltigung und Tod im Kindbett und all solche Dinge. And it has long been known among women that the battlefield is not the only place where you face danger on a daily basis. Und Frauen wissen seit langem, dass das Schlachtfeld nicht der einzige Ort ist, wo einem Gefahren begegnen. One of the things that then, of course, you find versions of similar stories in the Jataka tales and other stories told within the Buddhist tradition as well. Und man findet auch ähnliche Geschichten in den Jataka-Geschichten und anderen buddhistischen Geschichten. So I'll just briefly tell one of those stories. Und ich will nur eine davon kurz erzählen. And this is the story of Bhadda. Und das ist die Geschichte von Bhadda. So Bhadda Kundalakesa was one of the nuns in the time of the Buddha. Und Bhadda Kundalakesa war eine Nonne, die zur Zeit des Buddha gelebt hat. And she was obviously quite an extraordinary woman. Und sie war ganz offenbar eine außergewöhnliche Frau. And in addition to the verses that we have that were spoken by her, und zusätzlich zu den Strophen, die wir haben, die von ihr gesprochen wurden, there's a rather extensive backstory. Gibt es eine ausführliche Hintergrundgeschichte. Now the backstory is told in the commentaries, and it clearly draws on the folktale and fairy tale traditions. Die Hintergrundgeschichte, die findet man in den Kommentaren, aber die bezieht sich ganz sicherlich auf ältere Erzähltraditionen. So I'm not guaranteeing that every detail is kind of journalistically accurate. Ich garantiere nicht, dass jede Einzelheit journalistisch akkurat ist. So Bhadda was brought up as the daughter of one of the chief justices of the city of Rajagaha. Und Bhadda war die Tochter eines wichtigen Richters in Rajagaha. Ja. And when she came of age and she started menstruating, her parents confined her to a room at the top of a tower. Und als sie heranwuchs und ihre Periode bekam, haben die Eltern sie eingesperrt in einem Turm. There's a practice that's still done today. Und das wird heute noch gemacht.
And of course that recalls the many fairy tale princesses and heroines who were in similar situations. Und das erinnert an viele Frauen, die in den Märchen vorkommen, Prinzessinnen und andere Heldinnen. Anyway, she was there for a number of years. Und sie war jedenfalls für einige Jahre in diesem Turm. Obviously her father was somewhat overprotective. Ihr Vater war anscheinend etwas überfürsorglich. And he didn't want her discovering boys. Und er wollte nicht, dass sie Jungs entdecken sollte. So one day she's up in her room and she hears this noise from the street. Und eines Tages ist sie in ihrem Zimmer und hört Lärm auf der Straße. Everyone's shouting and yelling. Leute schreien und rufen. She doesn't know what it is. Und sie weiß nicht, was los ist. So she forces open the shutters for her room so she can see down for the first time to the street below. Sie bricht die Läden an ihrem Fenster auf und schaut zum ersten Mal auf die Straße hinunter. And she sees the street full of people rioting. Und sie sieht die Straße voll mit Menschen, einen riesen Auflauf. And in the middle of them is one man. Und in der Mitte ist ein Mann. Naked. Nackt. Covered in blood and mud. Von Blut und von Schlamm bedeckt. In shackles. In Fesseln. Being whipped. Und er wird gegeißelt. And all of the people screaming names at him and throwing rocks at him. Und alle Menschen rufen ihm Schimpfworte zu und werfen Steine nach ihm. It is the renowned criminal and serial killer Satduka. Und es ist der berüchtigte Verbrecher und Serienmörder Satduka. Yeah. When she sees him, she can't help it. Und wenn sie ihn sieht, dann kann sie sich nicht helfen. She falls in love right away. Sie verliebt sich auf der Stelle. She lies down on the floor. Sie legt sich auf den Boden. And when her father comes to see her, he says, "What are you doing on the floor?" Und als ihr Vater kommt und fragt, was machst du denn hier auf dem Boden? She says, "I must marry the man Satduka. Dann sagt sie, ich muss den Mann Satduka heiraten. If you don't let me marry him, I'll lie here until I die." Und wenn ich ihn nicht heiraten darf, dann bleibe ich hier liegen, bis ich sterbe. The father's like, "No." Der Vater sagt, nein. No, he's a terrible killer, he's a terrible man. You can't do this. Er ist ein schrecklicher Mörder, er ist ein furchtbarer Mann, das kannst du nicht machen. She's like, "Well, I'll just lie here and die then." Und dann sagt sie, dann bleibe ich hier liegen und sterbe. Thus proving that the 20th century did not invent teenagers. Das heißt, das 20. Jahrhundert hat nicht die Teenager erfunden. So, eventually, long story short, eventually the father had no choice but to relent. Schließlich hatte der Vater keine Wahl, als nachzugeben. Even though Satduka was condemned to be killed by being thrown off the robber's cliff, he had him freed. Und obwohl Satduka dazu verurteilt war, von der Räuberklippe herabgestoßen zu werden, schaffte es der Vater, ihn frei zu bekommen. And married him to his daughter. Und er hat ihn an seine Tochter verheiratet. So for a while they were happy. Und für eine Weile waren sie glücklich. And Satduka insisted that he was just a rebel who had been unfairly accused by the king. Und Satduka bestand darauf, dass er ein rebel. He was a rebel. He was like an activist. Dass er ja so eine Art Rebell war, der vom König fälschlich angeklagt worden war. 1 year later came the anniversary of the marriage. Und nach einem Jahr kam der Jahrestag der Hochzeit. And Satduka said to Bhante, "Let us go to the top of the robber's cliff." Und Satduka sagte zu Bhante, wir wollen zu dieser Räuberklippe gehen. Wear your finest jewelry. Und zieh deinen allerschönsten Schmuck an. We will make an offering to the goddess of the cliff. Wir wollen der Göttin dieser Klippe ein Opfer bringen. Because she freed me. Denn sie hat mich befreit. And I owe her an offering. Und ich schulde ihr ein Opfer. And so they prepared some food and flowers to take as an offering for the goddess. Und dann haben sie Essen und Blumen vorbereitet als Opfer für diese Göttin. And went to the top of the cliff. Und sie gingen zu der Spitze der Klippe. And when they got there, Satduka changed. Und als sie da waren, hat sich Satduka plötzlich verändert. His eyes grew dark.
Und seine Augen haben dunkel geglüht. And he said, "Give me your jewelry." Und er sagte, gib mir deinen Schmuck. And she said, "Why?" Und sie sagte, warum? She said, I will take it and I'm going to kill you." Ich werde ihn nehmen, sagt er, und dann werde ich dich umbringen. "Why? Why would you do that? I'm your wife." Und sie sagte, warum willst du das machen? Ich bin doch deine Frau. He said, "It is my nature." Und er sagte, das ist meine Natur. She pauses for a moment. Und sie hält einen Moment inne. She said, "Even though you are a murderer who's come here to kill me, you are still my husband." Und sie sagt, obwohl du ein Mörder bist und jetzt mich umbringen willst, bist du immer noch mein Mann. And for 1 year we have been happy together. Und für ein Jahr waren wir gemeinsam glücklich. So allow me to honor you as my husband before I die. Erlaube mir, dass ich dich als meinen Mann verehre, bevor ich sterbe. And Sataka says, "Okay, I will allow it." Und er sagt, okay, ich erlaube das. Men will believe anything, right? Männer glauben alles. So she circumambulates him, walking around honoring him 3 times. Und sie geht 3-mal um ihn herum in Verehrung. 3rd time, Am when he's dritten- behind her, she pushes him off the cliff. Am 3. Mal, als sie hinter ihm ist, stößt sie ihn von der Klippe. So thus proving that if you appeal to a man's ego, then you can pretty much get him to do anything. Was man daraus lernen, wenn man das Ego eines Mannes streicheln kann, dann kriegt man so ziemlich alles. So Bhante then was convinced that marriage wasn't her way. She went off, and again there's a lot of interesting details in the story after that, but eventually she became a nun and became enlightened. Und Bhante stellte fest, dass das Eheleben nicht ihr Ding ist, und es gibt noch eine ganze Menge in dieser Geschichte, aber letzten Endes wurde sie dann eine Nonne und wurde erleuchtet. So this is an example of the same kind of story as the Beauty and the Beast kind of story, but from an Indian perspective. Und das ist eine ähnliche Geschichte wie Die Schöne und das Biest, aber aus der indischen Perspektive. And it occurs to me that if we are living in a world where there is no wilderness, Und mir kommt in den Sinn, da wir jetzt in einer Welt leben, wo keine Wildnis ist, that in a world where the forests have all been chopped down, wo alle Wälder schon abgeholzt sind, where the wild beasts have been slain, wo die wilden Tiere getötet wurden, where the unknown has been mapped, wo das Unbekannte auf der Karte verzeichnet ist, then perhaps the story of the hero is not the story that we need. da brauchen wir vielleicht nicht die Geschichte des Helden. Perhaps the story that we need is the story of the one who wins the triumph while staying at home. Vielleicht brauchen wir die Geschichte von der Person, die den Sieg erringt, während sie zu Hause bleibt. We have made this whole world into our home. Wir haben diese ganze Welt zu unserem Zuhause gemacht. And the monster is not somebody unknown lurking in the wilderness. Und das Monster ist nicht das Unbekannte, was in der Wildnis lauert. The monster is right next to us. Das Monster ist direkt bei uns. Ja, guck mal. You know? And these days we face unprecedented challenges. Und heutzutage haben wir es mit nie dagewesenen Herausforderungen zu tun. The climate crisis, Die Klimakrise the pollution crisis, und die Umweltverschmutzung extinction crisis. und das Artensterben. It's not like there's an apocalypse looming. It's like there's a whole kind of avalanche of apocalypses. Es ist nicht eine Apokalypse, die uns da droht, sondern eine ganze Lawine von Apokalypsen. And we can't even count the number of apocalypses with also missing out all the ones we've forgotten about. Und wir können gar nicht zählen, wie viele Apokalypsen das sind und wie viel wir vielleicht vergessen haben. I mean, we kind of forget that we created like thousands of terrifying nuclear bombs and then gave the buttons for those things to Putin and Trump. Wir haben vergessen, dass wir Tausende von Atomwaffen
gebaut haben, und die Knöpfe dafür, die haben wir den Leuten wie Putin und Trump in die Hand gegeben. And no matter how many apocalypses that I can also mention the AI apocalypse, I can also mention the looming collapse of the effectiveness of antibiotics, and on it goes. Und es gibt noch so viel mehr Apokalypsen, zum Beispiel die mit der künstlichen Intelligenz und mit dem Zusammenbruch der Antibiotika und so weiter. And as much as our politicians try to convince us that our enemy is poor and brown and over there, und so sehr die Politiker uns überzeugen wollen, dass unsere Feinde arm und braun und da draußen irgendwo sind, the reality is that the monster is the one who's burning the coal. Und die Wahrheit ist die, dass das Monster derjenige ist, der die Kohle verbrennt. And throwing out the plastic. Und das Plastik wegwirft. And eating meat. Und Fleisch isst. And the monster is our neighbor. Und das Monster ist der Nachbar. Our husband. Der Ehemann. Maybe even us. Vielleicht sogar wir selbst. And you know, I mentioned before that these days this story is told as we're familiar with these stories from Disney. Und ich habe vorhin schon erwähnt, dass wir diese Art von Geschichten von Disney kennen. Which gives us very kind of pretty and watered down versions of these tales. Und das sind sehr verwässerte und sehr hübsche Versionen dieser Geschichten. But perhaps a more authentic memory of these kinds of stories is found in the horror story. Und vielleicht ist eine authentischere Version davon in den Horrorgeschichten zu finden. And we would be forgiven for thinking that these days life is a little bit like living in a horror movie. Und es wäre vielleicht verzeihlich, wenn wir denken, dass heutzutage das Leben ein bisschen ist wie in einem Horrorfilm. And in a horror movie there is one line which is more terrifying than any other. Und in der Horrorgeschichte gibt es eine Stelle, die fürchterlicher ist als alle anderen. It's coming from inside the house. Es kommt von innerhalb des Hauses. So the horrors that we face today are the horrors that are coming from inside the house. Und die Schrecken, denen wir heute begegnen, die kommen vom Inneren des Hauses. And if we are to learn a lesson from horror movies, then perhaps the lesson is this. Und wenn wir etwas aus den Horrorgeschichten lernen können, dann ist es dieses. And that is that the moment, there's always, in any horror movie or horror novel or story, there's always a moment of peak idiocy. In allen Horrorgeschichten gibt es immer den Moment der allerhöchsten Idiotie. When the protagonists make the most stupid possible decision. Wenn der Protagonist die dümmstmögliche Entscheidung trifft. And that is the moment when somebody says, let's split up. Let's split up? Let's split up. Ach so, ja, lass uns trennen, genau. Yeah. And as soon as you hear those words, you know bad things are going to happen. Und sobald man diese Worte hörte, weiß man, jetzt kommt was Schreckliches. Yeah. And so if it's really true that we're living inside a horror story, und es stimmt tatsächlich, dass wir in einer Horrorgeschichte leben, then let's not split up. Wenn das tatsächlich wahr ist, Yeah. dann wollen wir mal nicht trennen. One of the key differences between a hero myth and a horror story is that in a hero myth, but between the male story and the female story, in the male story, is that there's something that you win. Der Unterschied zur Heldengeschichte ist, wenn man die männliche Geschichte und die weibliche Geschichte betrachtet, in der männlichen Geschichte, da gibt es etwas, das man gewinnt. You win a prize. Man gewinnt einen Preis. In a horror story, you don't really win anything. In der Horrorgeschichte, da gibt es nichts zu gewinnen. You just make it to the end. Man schafft es bis zum Ende. Yeah? You survive. Man überlebt. Yeah? You survive, that's all.
Das Überleben ist alles. And I think we need to move from a society that is focused on getting and winning and having. Und ich denke, wir müssen uns von einer Gesellschaft wegbewegen, die gewohnt ist zu bekommen und zu gewinnen und zu haben. Towards one which is happy to just survive. Zu einer, die froh ist, eben zu überleben. Because at the end of the day, whatever prize you win, it's not as valuable as the prize of life. Denn letzten Endes ist jeder Preis, den man gewinnen kann, nicht so viel wert wie der Preis des Lebens. And what is the cost of all of the things that we have won? Und was sind die Kosten für all die Dinge, die wir gewonnen haben? And the cost of all of those things is death. Und die Kosten für all diese Dinge, das ist der Tod. And it's a cost that's too high. Und diese Kosten dieser Preis ist zu hoch. So I should probably wrap up about that. Are there any questions or feedback, or anyone got some really spooky stories to share with us? Ich sollte vielleicht hier mal Schluss machen, und wenn ihr Fragen habt oder irgendeine Rückmeldung oder vielleicht irgendwelche schrecklichen Geschichten, gruseligen Geschichten, ja. Ja. Ich habe eine Frage, und zwar, wenn ich mich mit meinen im Haus lebenden nicht erleuchteten Theravada-Kollegen unterhalte, dann höre ich oft, also wir müssen uns nicht einbringen zum Schutz von vielleicht sehr armen Menschen oder Ländern, nicht einbringen zum Schutz des Klimas und so weiter. Das Einzige, was ich tun muss, ist, dass ich an meiner spirituellen Entwicklung arbeite und also selbst so lebe, wie ich es eben für richtig halte und danach strebe, erleuchtet zu werden. Darf ich das zuerst übersetzen, bevor es weitergeht? In the house where I am living, I'm often hearing from my not enlightened Theravada colleagues that it's not my duty to do anything to protect the poor people or countries, or to protect the environment, the climate, or anything like that. My duty is only to do my own spiritual, to work on my own spiritual development in order to become enlightened. Und ich verstehe, dass man zuerst bei sich anfangen muss, aber mir kommt das irgendwie auch sehr also egoistisch vor und auch so, lass mal die anderen machen und ich beschäftige mich nur mit mir selbst. I understand that it is important to start with oneself, but on the other hand I also feel this is quite egoistic, or it's I let the others do and I only look after myself. I'm so sorry to hear of that. Es tut mir sehr leid, das zu hören. Our spiritual path has to lead us to a greater compassion. Unser spiritueller Weg muss uns zu mehr Mitgefühl führen. To a deeper concern for others. Zu einem tieferen Sinn von Fürsorge für die anderen. And if our spiritual path leads us to a disregard for the welfare of others, there is something deeply, deeply broken in that path. Und wenn unser spiritueller Weg uns dazu führt, dass wir die Bedürfnisse und das Wohl der anderen außer Acht lassen, dann ist da etwas ganz zutiefst zerbrochen an diesem Weg. Also ich finde, das wird viel zu wenig gelehrt. I feel that is not taught enough. I'm trying to do my best. Ich versuche mein Bestes. Ich möchte etwas anderes dazu sagen, weil das passt. I want to give another example. The opposite. Wir haben mit Bhante Bhikkhu diese Mitgefühl in Aktion gegründet, eine Organisation, die wie Buddhist Global Relief arbeitet. Und wir haben gerade von vielen Theravadins ganz viel Unterstützung, so als gutes Beispiel. Nicht aus diesem Haus bis jetzt, aber
I just said to show another example that together with Bhante Bhikkhu Bodhi we were able to establish a humanitarian help organization that is working in a way like Buddhist Global Relief, and fortunately very much among old or early Buddhism followers, Theravadas. Okay. We do get a lot of help, so good. Maybe not from this house yet, but actually the early help comes mainly from Theravada schools, just to show there's hope. Yeah, that's really wonderful to hear that, and I think that see my own personal experience of what we call Theravada Buddhism is quite different. In my own personal experience, I basically first encountered Theravada Buddhism at Wat Nanachat in northeastern Thailand. Es ist wunderbar, das zu hören. Meine persönliche Erfahrung mit dem Theravada-Buddhismus ist ein bisschen anders. Und zum ersten Mal bin ich dem Theravada-Buddhismus in Wat Nanachat in Nordost-Thailand begegnet. And in the forest monasteries in northeast Thailand, you don't find that kind of dichotomy at all. Und in den Waldklöstern in Nordost-Thailand, da findet man diese Zwiespältigkeit überhaupt nicht. On the contrary, it's precisely the forest monasteries where the meditation is pursued diligently. Im Gegenteil, es sind eben gerade die Waldklöster, wo eifrig meditiert wird. And where people are working together with the villagers to raise up the life of the people around them. Und wo mit den Dorfbewohnern zusammengearbeitet wird, um das Leben der Menschen in der Umgebung zu verbessern. And this is a very tangible thing. Und es ist etwas sehr, sehr Greifbares. Yeah, I remember when I spent a year in a hut in a forest in northern Thailand in a province called Nan. Und ich habe ein Jahr lang in einer Hütte in Nordthailand gelebt, in einer Provinz namens Nan. And that hut was basically halfway between two villages. Und diese Hütte stand so etwa in der Mitte zwischen zwei Dörfern. So every morning I would take my bowl and I would go for alms to one or other of the villages. Und jeden Morgen habe ich meine Schale genommen und bin zu dem einen oder zu dem anderen Dorf für mein Almosen gegangen. And even though there's two villages, basically the same size village in the same region, they couldn't have been more different. Und obwohl es zwei Dörfer waren, die etwa gleich groß waren, in derselben Gegend, hätten sie nicht unterschiedlicher sein können. Yeah. One of the villages I'd go to, I'd get some sticky rice and maybe a banana. In dem einen Dorf, wenn ich da hinging, bekam ich so ein bisschen klebrigen Reis und vielleicht noch eine Banane. The other village I'd go to, I'd get so much food that I had bags full of food that was like cutting into my hands, and I'd get a sore back by the time I walked back to my hut. Und in dem anderen Dorf habe ich so viel zu essen bekommen, dass ich noch Taschen zu tragen hatte, die mir in die Hände geschnitten haben und dass mir der Rücken wehtat, bis ich wieder zu meiner Hütte kam. So what's the difference between them? Und was war der Unterschied zwischen den beiden Dörfern? Well, that second village, there was a forest monastery. Bei dem zweiten Dorf, da gab es ein Waldkloster. And there was a very good monk there. Und es gab also einen sehr guten Mönch. Actually just a small place, just one monk. Es war nur ein ganz kleiner Platz mit einem einzigen Mönch. And he'd stay there and do his meditation. Und er war da, hat meditiert. And during the school holidays, a lot of the young boys from the village would ordain as novices. Und während der Schulferien wurden eine Menge von den Jungs aus dem Dorf dort Novizen. So it would be very hilarious going for alms round during the school holidays, because there'd be this long line of little boys all trying to keep their robes on and all trying to not drop their bowls and walking down the street. Und es muss ein herrlicher Anblick gewesen sein, während der Schulferien diese ganze lange Reihe von Jungs, die versucht haben, dass sie ihre Robe nicht verlieren und dass sie die Almosenschale irgendwie richtig haben und so. And they, couldn't help themselves, like they'd pull the robe off their friend or something like that. Sie haben dann, wie das die Jungs halt tun, an der Robe des Freunds mal gezoppelt und so. And they did a lot of work with, teaching like organic farming, teaching cooperative ventures and all kinds of things. Und sie haben eine Menge getan, um da organischen Landbau, biologischen Landbau die Leute zu lehren und all solche Dinge. And you could just feel the tangible difference, just walking in there, just the whole atmosphere of the village was so different. Und man konnte den Unterschied richtig spüren, wenn man nur dahin kam. Die ganze Atmosphäre war so unterschiedlich. Yeah, the village was dead and this village felt alive, felt vibrant. Das eine Dorf war tot und dieses Dorf war lebendig und
lebendig. Ja. So this is my experience of living in Theravadan countries. Das ist meine Erfahrung in Theravada-Ländern. I don't want to romanticize it. It's not perfect by any means. Ich will das nicht romantisch zeichnen, das ist keineswegs vollkommen. But my experience is that it's those who are doing the meditation who are also doing the ones who are doing the social action and caring for the people around them. Aber meine Erfahrung war, dass diejenigen, die auch meditieren, dass die auch die soziale Arbeit machen und sich um die Leute kümmern. And it's so just let me round off what I was just saying. And that same kind of distinction has also sometimes been argued for in contemporary context. Und diese gleiche Unterscheidung, also über die wurde auch schon in zeitgenössischen Zusammenhängen diskutiert. For example, when people teach mindfulness in corporate settings, then this is felt to be a way of getting people to ignore the kinds of social injustices that might be taking place. Zum Beispiel, wenn Achtsamkeit in Unternehmen unterrichtet wird, dann kann das auch Leute davon abbringen, sich um die sozialen Ungerechtigkeiten zu kümmern, die vielleicht sich da abspielen. Rather than dealing with inequality and pollution and the consequences of what you're doing, you just go and meditate and let go and find peace and well, I'm feeling fine about that now. I'll just go and sack another 10,000 workers. Anstatt sich um die Umweltverschmutzung und all diese Dinge zu kümmern, sitzt man einfach da und ist achtsam und fühlt sich gut und entlässt die nächsten 10.000 Arbeiter. But recently I visited the Google headquarters in New York. Aber kürzlich habe ich das Google, die Unternehmensspitze in New York besucht. And we did some meditation together. Und wir haben gemeinsam meditiert. Afterwards we were having lunch with some of the meditators. Und dann hatten wir das Mittagessen zusammen mit denen, die meditiert haben. And they were talking about how they were all organizing and helping to organize the climate change action. Und sie haben darüber gesprochen, wie sie Klimawandelaktionen organisieren und dabei mithelfen, das zu organisieren. It's the same people. Das waren die gleichen Leute. So I think that this kind of dichotomy doesn't have to exist and shouldn't exist. Es muss nicht diese Dichotomie geben, also diese Zweispaltung. Ja. Also ich wollte einfach noch einen anderen, also noch eine zusätzliche kleine Bemerkung machen. Also man kann halt, wenn man an die ganzen, an diesen Avalanche, also an die ganzen Apokalypsen denkt, die uns passieren können und auch praktisch die Medienberichte sich anschaut, dann kann man halt schnell entmutigt werden. Aber aufgrund meiner Krankheit habe ich mich viel einfach damit beschäftigt oder habe viel einfach mal war offen dafür zu gucken, was gibt es denn an guten Dingen. Und dabei habe ich erstaunt festgestellt, dass es halt überall auf der Welt, also nicht unbedingt, das muss jetzt nicht Buddhismus sein, aber es gibt viel mehr Bewegungen, also es gibt unglaublich viele Bewegungen, wo Leute zusammenkommen und meditieren, nicht im buddhistischen Kontext unbedingt, sondern in allen möglichen Arten von Kontext. Und auch wenn das jetzt nicht 100% mit dem 8-fachen Pfad vielleicht übereinstimmt und auch das Endziel ein anderes ist, als das, was man im Buddhismus hat, so entstehen da doch viele gute Dinge draus, wo Leute wirklich ernsthaft was Gutes tun wollen und ernsthaft sich selber verändern wollen und auch praktisch was Gutes in der Welt um sich herum bewirken wollen. Und das sind in einem Ausmaß, was ich so nicht erwartet hätte. Also wenn man einfach ein bisschen im Netz sich umguckt, dann findet man da unzählige Beispiele. Darf ich mal schauen? Okay, good. So I just wanted to make a short comment for something positive also, because if you look at the media, especially, and having in mind, as you say, the avalanche of apocalypses that you're facing, especially through the illness that I have, I also looked into, basically searched the internet for what's good, and I found tremendous evidence for a magnitude of movements which I would not have expected, where I see
people coming together, meditating, not necessarily, not from the Buddhist context only, but from all sorts of contexts, new science, and even if they're not following, even if it's not all aligned with the Eightfold Noble Path, it's still hundreds and thousands and 10,000s and maybe worldwide hundreds of thousands of people coming together, sincerely wanting to work to develop their own heart and mind, and wanting to do something good within themselves and in the world around them. And I was truly astonished to see the magnitude of that movement that's picking up. And I found that really comforting, because if you look at the media coverage, you can get very, very depressed. And if you see that movement, it gives a spark of hope. Well, thank you for that. Yeah. I mean, it's certainly something that's really changed, hasn't it? The amount to which meditation and the awareness of mindfulness and so on has just completely shifted in the last 30 years or something. It's incredible. Yeah. Vielen Dank dafür. Das ist wirklich erstaunlich, wie sehr diese Bewegung von Meditation und Achtsamkeit in der Welt sich entwickelt hat in den letzten Jahren. Okay, so I think we're probably running out of time. Is that correct? Totally up to you. I think we're running out of time. We have no time limit, but the question would be if people would still have the wish to meditate afterwards, because usually after 8 o'clock, we experience that people have to go home. Okay. One day. So right, that's right. Yeah, it's getting a bit late. If you wish to finish the evening somehow here, I think it's better than to have a break and come together again. Sag kurz, was ihr auf Deutsch gesagt habt. So we just wrap up. In other words, I think so. Yeah, so we're getting a bit late. So I just say for myself, just say thank you to everybody for coming. I hope that in sharing some Dhamma and sharing this time together, I hope that this gives us an opportunity to reflect. Ich wollte gerne Danke sagen an alle, dass wir hier zusammenkommen konnten und dass uns die Tatsache, dass wir hier Dhamma zusammen teilen konnten und dass uns das Gelegenheit gibt, noch etwas nachzudenken. And one of the things that, I mean, for myself, as I've been doing this for a long time and I've been studying suttas and all of these things for a long time. Ich habe das schon lange gemacht. Ich habe die Suttas studiert und mache das alles schon sehr lange. And part of the job as a monk and an educator and a communicator is to explain what the suttas are, explain what the teachings are. Und zu meinen Aufgaben als Mönch und als Lehrender und als jemand, der kommuniziert, gehört es, dass ich erkläre, was die Suttas sind und was sie bedeuten. But I find that a lot of the time I get put into the role of being somebody who's expected to tell people what to do. Und manchmal habe ich das Gefühl, von mir wird erwartet, dass ich den Leuten sage, was sie machen sollen. Often I'll ask people, would you like to do a guided meditation? Und sorry? Sometimes I ask people, do they want to do a guided meditation? Manchmal frage ich, ob die Leute gerne eine angeleitete Meditation machen wollen. And if they say yes, then I say, oh, so you need somebody to be telling you exactly what to do literally all the time. Dann sage ich, dann braucht ihr, wenn sie ja sagen, sage ich, dann braucht ihr jemanden, der euch wörtlich die ganze Zeit sagt, was ihr machen sollt. These days, actually, it's not hard to learn what the Dhamma is. Heutzutage ist es nicht so schwierig zu lernen, was der Dhamma ist. And if you're at least moderately interested, you can always find a book or whatever. Und wenn man nur mittelmäßig daran Interesse hat, dann findet man immer ein Buch oder irgendwas. So what I find is much more interesting is to try to challenge people. Was ich noch interessanter finde, ist, dass man den Leuten eine Herausforderung gibt. Try to show some new way of seeing things. Dass man neue Arten aufzeigt, wie man die Dinge betrachten kann. And that's why I began this evening by, in a way, inviting you to all see yourselves as a hero. Deswegen habe ich den Abend angefangen, indem ich euch gebeten habe, euch mal selbst als Helden zu betrachten. Because these stories are all about you. Denn bei diesen Geschichten geht es um euch. And sometimes the stories that we tell
it's hard to identify yourself with those protagonists. Und manchmal ist es schwierig, sich bei diesen Geschichten mit den Protagonisten zu identifizieren. But by seeing some different stories and some different ways of seeing the stories, then we can perhaps recognize that the things that we were doing all along were what a hero needs to be doing. Aber indem wir verschiedene Geschichten sehen und sie von verschiedenen Seiten betrachten, können wir vielleicht sehen, dass das, was wir die ganze Zeit tun, dass das die Dinge sind, die der Held auch tun muss. Perhaps heroine in Buddhism isn't always about making yourself sit in meditation without moving for hours at a time. Und vielleicht ist das Heldentum im Buddhismus nicht, dass man stundenlang in Meditation sitzt, ohne sich zu bewegen. Perhaps it's picking up a crying child. Vielleicht geht es eher auch mal darum, ein weinendes Kind hochzuheben. Or watering a herb. Oder eine Pflanze zu gießen. Or deciding that you don't really need that thing after all. Oder zu entscheiden, dass man dieses oder jenes am Ende vielleicht doch nicht braucht. Okay, so if you agree, we do have a kind of tradition to finish with wishes and dedication. Of course, please. The wishes are the Please, you lead. Okay. Ist auch hinten drauf. Machen wir das noch zusammen? Mögen alle Wesen glücklich sein und die Ursache des Glücks kennen. Mögen sie frei von Leiden sein und die Ursache des Leidens kennen. Mögen sie für immer Glück erleben, das völlig frei von Leiden ist. Mögen sie in Gleichmut verweilen, frei von Anhaftung und Ablehnung. Sabi satta sada hontu avira sukha jivino katam punya param mayam sabi bhagi bhavantu te. Mögen alle Wesen glücklich sein, von jeder Art von Feindschaft rein. Das Gute, das durch uns geschah, sei für all die anderen da. Sabi satta sada hontu avira sukha jivino katam punya param mayam sabi bhagi bhavantu te. So a big anumodana to you, Bhante. Thank you so I think very that much. was really a great talk, a good challenge, something worthwhile recording, even in the modern sense. Okay. And ich habe gerade gesagt, vielen Dank für diesen sehr guten Talk. Und das ist sich auch, es heißt manchmal in den Suttas, das sollte man sich merken, aber das klingt wie, das sollte man aufnehmen. Und deswegen habe ich damit gespielt. Ich habe noch einen Wunsch, und zwar: Mönche und Nonnen heutzutage leben nicht nur von Almosen, sondern haben auch Häuser und Krankenversicherungen. Und wir würden gerne die Spende heute Abend den Ordinierten mitgeben. Wir selber haben nur sehr wenig Kosten für diesen Abend, die nehmen wir raus, das ist sehr wenig, 20 €. Und den Rest, alles was sich da ergibt, ist Unterstützung für die Arbeit von Bhante und von Anagarika und Aya, deswegen seid so gut und bedient diese Dose. It was just something internal for the donation which we want to offer to your work, actually. Yes, very good. So thank you very much. Thank you very much. Have a good time in Germany. Thank you, Sam.